auf jeden Fall special. Damals, als Franck aufgehört hat, habe ich Kathleen, unsere alte Teammanagerin, direkt gesagt, sie soll mir auf jeden Fall die 7 reservieren. Deswegen ja, Special Feeling, ist eine coole Nummer und mit der Bedeutung natürlich auch nochmal riesen Special. Natürlich auch sehr gutes Dribbling, viele Tore. Ich denke einfach der Offensivdrang, immer wieder nach vorne zu spielen, sich was zu trauen, zu riskieren, gute Aktionen zu haben und am Ende des Tages auch Tore zu schießen. Wenn er auf den Platz gegangen ist, dann war er einfach da und wollte unbedingt gewinnen. Das ist natürlich was allgemein bei Bayern so ist. Aber damals auch die Tipps gegeben, dass ich immer wieder attackieren soll, egal ob was schief geht oder nicht. Natürlich in meiner ersten Saison habe ich sehr hoch geschaut, weil ich natürlich alles gesehen habe, was er im Fernseher gemacht hat. Und es war am Anfang ein bisschen crazy, natürlich neben ihm zu sein oder von ihm zu lernen. Und einiges abgeschaut, immer wieder ins Dribbling zu gehen, es immer wieder zu versuchen und eine positive Einstellung zu haben. Ich gehört, dass er eine sehr große Raffinesse hatte, eine sehr gute Technik, spezieller Charakter, würde ich sagen, sehr lautstark. Ja, auch ein bisschen funny, für die gute Laune zuständig. Sah mir aber auch sehr verbissen aus in dem, was ich gesehen habe auf dem Platz und natürlich die Kreativität, so ein bisschen Schlitzohrmäßig. Der Chippass in den Strafraum Richtung Nummer 7, das ist Serge Gnabry. Er zieht ab, das ist das Tor! Gnabry ist schneller als der Gegenspieler, Gnabry jetzt probiert das, den Nagel da unter die Latte! Serge Gnabry, hier ist Serge Gnabry from the edge of the box! And he scores a Bayern lead! Ich habe seit Jahren Spaß, jeden Tag zur Ebene zu kommen. Man hat auch viele Freundschaften innerhalb der Mannschaft, auch mit dem Staff entwickelt, jetzt über die 8 Jahre, die ich schon hier bin. Und deswegen fühlt es sich einfach auch gut an. Am Ende des Tages fühlt es sich wie zu Hause an, wie eingespielt. Und deswegen freue ich mich darauf, dass ich das noch weiter erleben kann. Packmas. Looking for the chance and the goal. Ich kam ja als 23-Jähriger her, mit voller Neugier, natürlich schüchtern am Anfang des Tages. Und je mehr und mehr du dich festigst, je länger du hier bist, je mehr du erreichst, Erfolge hast, desto mehr wächst du auch als Person. Und mit 23 will ich jetzt nicht sagen, dass ich der war, der auf dem Platz viele Anweisungen gegeben hat, weil ich mich eher vielleicht in dem Sinne auf mich selber konzentriert habe. Und das ist eine ganz normale Entwicklung. Ich glaube, Thomas war auch mit 30, 31 anders, als er mit 21 war. Also ich glaube, eine gewisse Seriosität kommt da irgendwie immer mit. Ich glaube, zu der Trippelmannschaft 2020 ist es das Ähnlichste, was ich hatte. Ist natürlich noch relativ früh, das so zu sagen, aber vom Feeling auf jeden Fall das ähnlichste Setup seit den Jahren. Was immer zu einer guten Stimmung verhilft, sind Siege, sind Selbstvertrauen. Da wächst man noch mal mehr zusammen. Der Glaube an vielleicht etwas Größeres wächst zusammen. Deswegen ist das wahrscheinlich das Ausschlaggebendste und die Ruhe zu bewahren, wenn es mal ein Licht läuft. Aber am Ende des Tages verstehen wir uns alle untereinander, knüpfen an der Leistung an, die wir bringen und ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns einfach verstehen. Dass jetzt wahrscheinlich die Offensivspieler meistens nicht die größten Leader, die lautstärksten sind, aber doch sehr viel fürs Gefüge zuständig sind. Ich versuche schon natürlich jetzt mit der Erfahrung und auch in dem Sinne mit dem Standing so den Jungen viel zu helfen. Eben wie mit Franck, ich damals von ihm sehr viel profitiert habe und ich glaube, die Jungen es von mir tun können und eben durch Standing, die Erfahrung, nimmt man sich der Rolle irgendwie an, ohne dass es jetzt erzwungen wird. Ein bisschen. Ich übe ihn wahrscheinlich nicht so gut aus wie David. Der war damals brutal, wie der die Mannschaft zusammengehalten hat, irgendwie mit jedem klargekommen ist. Aber
Definitiv habe ich mir so ein bisschen abgeschaut. Ich versuche für die neuen Spiele einzubinden, auch mit jedem zu sprechen, jedem ein gutes Gefühl zu geben. Ich würde mich als positiven Menschen beschreiben, der sehr gerne Spaß hat, auch sehr gerne mit seinen Mitmenschen. Ich finde es extrem wichtig fürs Teamgefüge, dass wir auch außerhalb vom Platz ein bisschen was erleben und deswegen da ein bisschen immer was anderes reinzubringen und ja, ein bisschen Freude in den Alltag. Am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich als Größtes in dem Sinne beschreiben, dass man an sich selber weiterhin glaubt. Es ist völlig normal, dass in der Karriere nicht alles immer steil verläuft. Sich dessen auch bewusst sein, das auch zu akzeptieren, eben wie mit Verletzungen, dass die auch dazugehören, leider. Und immer an sich festzuhalten. Und am Ende des Tages, glaube ich, hat jeder, vor allem der hier spielt, die Qualität, sehr gut zu sein und auch immer wieder gut zu sein. Und so finde ich, ist es auch ein bisschen bei mir verlaufen. Und klar, jetzt freue ich mich, dass das letzte halbe Jahr so gut verlaufen ist, nachdem es davor vielleicht ein Jahr nicht so gut war. Und freue mich auf die Zukunft. Zufriedenheit, würde ich sagen. Es mir selbst bewiesen zu haben, ja, auf jeden Fall. Die Option zu haben, hier weiterzumachen, ist natürlich sehr, sehr schön. Ich glaube, wäre es zu Ende gegangen, wäre ich traurig gewesen. Vor allem, wie schon vorher gesagt, mit der Mannschaft, mit dem Verein, mit dem Staff etc. Deswegen ja, eine gewisse Genugtuung wahrscheinlich ist es.